Tatsächlich war dies eins der einzigartigsten und spannendsten Objekte, die ich in der Vergangenheit begleiten durfte. Ja, wir befinden uns im schönen Bremen, im Stadtgebiet der Überseestadt, genauer auf der Überseeinsel, welches eben unser Entwicklungsgebiet hier ist. Die Überseestadt ist ein Gesamtentwicklungsgebiet, welches in den ehemaligen Hafengebieten durch die Stadt Bremen initiiert wurde, und ein Teil davon, eben in der vormaligen industriellen Nutzung, ist das ehemalige Kellogg-Areal. Kellogg's hat hier nach dem Zweiten Weltkrieg über 60 Jahre lang Cerealien produziert und ist dann 2017 mit dem Entschluss, den Standort zu verlassen, sozusagen aus Bremen ausgezogen. Wir hatten dann die Möglichkeit, eben dieses Gebiet, was insgesamt 15 Hektar umfasst, zu erwerben. Als wir 2018, 2019 hier in die Projektierung eingestiegen sind, war natürlich die Frage, was macht man mit so einem Gebäude? Abbruch war nie ein Thema, also eher die Fragestellung Nachnutzung. Das ist so ein besonderes, so ein zentrales Gebäude, da kann nur ein Hotel rein. Und die Idee fanden wir so super und haben uns an die Umsetzung gemacht. Also das Hotel macht besonders, das ist natürlich erstmal das Gebäude, keine Frage, weil das eben sehr emblematisch für Bremen ist und eben sehr, sehr speziell aufgrund dieser Thematik, dass wir eben modernes Design mit diesem alten Industriekultur zusammengebracht haben, auch dieses Roughe von dem Beton tatsächlich so erhalten haben, dass eben dieser Charme zwischen diesem alten, dem Erhalt des Gebäudes und dieser Industrie, die dahinter steckt, über hunderte von Jahren hier in Bremen am Standort, und diesem neuen Konzept, das eben zu so einem wohnlichen, schon irgendwie coolen und gemütlichen Hotel zu machen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir mit Teckentrupp schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Wenn ich zurückblicke, circa 20 Jahre. Und wir wissen, dass Teckentrupp ein verlässlicher Hersteller ist. Die Funktion der Türen ist uns natürlich auch wichtig. Die lichten Öffnungsmaße, Flügelbreiten und die Barrierefreiheit. Also es sind diverse Punkte zu berücksichtigen gewesen. Also das Aufmaß war hier auch schon sehr anspruchsvoll. Ich bin, glaube ich, 2- oder 3-mal nochmal wieder zurückgefahren und habe nochmal geprüft, ob das dann auch alles tatsächlich so umgesetzt werden kann. Und im Anschluss wird dann bestellt und dann gehen die Türen tatsächlich auch so in die Produktion. Es handelte sich hier um ein Sanierungsobjekt. Solche Objekte bringen in der Regel sehr große Herausforderungen mit sich. Es ist ja kein Neubau. Beim Neubau wird die Öffnung ja quasi neu hergestellt. Man kann messen und in der Regel passt dann auch alles. Und bei so einem Objekt ist es schon etwas anspruchsvoller. Die Zusammenarbeit mit Firma Teckentrupp haben wir als sehr gut empfunden. Von der frühen Planungsphase an bis zum Abschluss des Projekts lief alles reibungslos. Hier haben wir Aluminium-Feuerschusstüren verbaut. Da arbeiten wir in Kooperation mit Schüco. Das Besondere an diesen Türen ist, dass ich nachrüsten kann. Die hat ein offenes Profil, ich kann Elemente nachrüsten, Elektrobauteile, zusätzliche Schlösser, wo bei allen anderen Elementen die Zulassung erloschen wäre. Also bei dieser Tür ist es möglich und da spreche ich dann schon von Nachhaltigkeit. Hier sind Feuerschutztüren unterschiedlicher Anforderungen, also T30, T90 Türen sind verbaut worden. Das Besondere an dieser Baustelle war, dass viele Mischzagen zum Einsatz gekommen sind. Mischzagen heißt, wir mischen die Zagen, die seitlichen Zagenstiele, den Zagenkopf. In diesem Fall haben wir, um das maximale Durchgangsmaß in der Breite, um Flucht- und Rettungswegen gerecht zu werden, haben wir an einer Seite mit einer Blockzage gearbeitet, im Zagenkopf mit einer Blockzage und auf der Schlossseite mit einer Eckzage, um das größtmögliche Durchgangsmaß zu erhalten. Und all das muss natürlich in das Brandschutzkonzept integriert werden, sodass wir hier über zugelassene Systeme sprechen. Dieses Gebäude hat ja eine sehr, sehr große Herausforderung insgesamt, weil man einfach sich dazu entschlossen hat zu sagen, wir behalten das Gebäude eben komplett so, wie es ist, mit seinem Charme bei. Aber der Charme bedeutet natürlich auch, wir müssen sehr, sehr viele individuelle Lösungen für verschiedene Bereiche finden, weil man immer das Bestandsgebäude einfach im Blick hat und in das Bestandsgebäude eben Dinge einbauen muss. Das war eben auch der Fall, zum Beispiel bei den ganzen Türen, die wir haben und auch bei den elektrischen Türen, die wir haben, dass sie zum einen natürlich ihre Funktion 100% erfüllen müssen, zum anderen aber von jemandem gemacht werden mussten, der in der Lage ist, es eben so individuell zu konzipieren, dass tatsächlich jeder Rahmen einzeln gebaut worden ist und auf einzelne Maße ausgerichtet worden ist. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Deluga Meisel hat das architektonisch umgesetzt und dann hat eben die Partner gefunden, die das für uns auch tatsächlich in die Realität umsetzen konnten. Das gesamte Gebäude, also für den Silo-Teil, ist letztendlich als Hochhausrichtlinie sozusagen definiert. Das heißt, wir haben besonders hohe Anforderungen an Rettungswege, an Brandschutzauflagen.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir in allen Fluren ein Gesamtkunstwerk von Johann Büsens, ein Bremer Künstler, der eben auf jeder Etage ein individuelles Bild erstellt hat. Und das Bild soll im Vordergrund stehen und nicht sozusagen der technische Brandschutz, auch wenn er spannend ist und hochkomplex. Dementsprechend mussten wir eben einen Partner finden und eine Ausführung für eben zum Beispiel die Brandschutztüren und haben dort am Ende eben eine bauliche Lösung gefunden, die sich zurücknimmt auf der einen Seite, aber eben vor allen Dingen eben die gesamten technischen Anforderungen an die Brandschutzklasse erfüllt und so, dass wir eben optisch und aber eben auch vor allen Dingen technisch eine sehr, sehr gute Lösung haben, die wir finden eben optimal zum Gebäude und zum Gesamtbild mit den Kunstobjekt passt. Zusätzliche Vorgabe unsererseits war, dass wir eben aus dem Bestand heraus und auch aus statischen Anforderungen heraus eben ganz unterschiedliche und von der normalen Norm und von normalen Baumaßen abweichende Zagen oder Gebäude Wandbreiten hatten und dementsprechend eben diese individuell angefertigt werden mussten. Und das wiederum eben, wie ich es eingangs sagte, an die Anforderungen der Optik und in das Gesamtkonzept war eben sehr, sehr herausfordernd, aber wurde toll gelöst. Die Unterstützung von Teckentrupp, gerade in der Planungsphase, also dass man wirklich einen kompetenten Ansprechpartner hat bei Rückfragen, das ist schon besonders hervorzuheben. Eingebettet musste das Ganze natürlich auch in dieses Gestaltungskonzept zu der Örtlichkeit passen. Für uns die Herausforderung einmal der Brandschutz, die Sicherheit, Fluchtwegkonzept und die Optik. Aber wir haben hier, denke ich, ein ganz gelungenes Werk geliefert.